Guten Morgen aus Lahore in Pakistan, 40 Kilometer vor der indischen Grenze, Leute. Das Wetter heute ist unbeschreiblich schwül und warm. In Lahore generell ist es schon extrem schwül, aber heute ist es irgendwie ganz, ganz krass. Ich bin aufgestanden, schweißgebadet. Ich habe, wie ihr hört, hier schon sogar 2 Ventilatoren drin. Ich schlafe sogar noch mit 2 anderen Leuten in dem Raum. Und das Komische ist, es ist einfach niemand auf den Straßen, außer Kinder, die dort Baseball spielen. Mega komisch, das habe ich so in Pakistan noch gar nicht gesehen. Heute ist nämlich übrigens Sonntag, das ist Feiertag hier. Aber sogar in Islamabad und Rawalpindi, Gilgit, überall waren die Leute trotzdem auf den Straßen. Es war viel Verkehr, es wurde viel gehupt, viel Smog und so. Und ja, heute ist es irgendwie gar nicht so. Das verwundert mich ein bisschen. Außerdem wundert ihr euch wahrscheinlich, warum ich um 11 Uhr immer noch nichts gegessen habe und immer noch in diesem Zimmer hocke. Aber es ist einfach so warm. Ich werde hier gleich um die Ecke gehen, ein bisschen an einem Local Food Stand was essen, noch mir ein kleines Eis holen und mich dann hier wieder herverziehen. Denn leider wartet meine Local Kleidung, die ich morgen übrigens bekomme, noch, denn ich laufe jetzt aktuell mit Shorts rum, was für Touristen okay ist. Ist natürlich jetzt nicht das allerbeste. Ich habe auch noch eine Jeans da, die habe ich die ganzen letzten 2 Wochen angehabt. Wir müssten so 38 Grad haben, gerade bei 90 bis 95% Luftfeuchtigkeit. Und vielleicht kriege ich noch irgendwo hier Mangos, denn die Mangos hier in Pakistan, die sind einfach der Hammer, Leute. Es wurde mir schon öfter gesagt, dass die Mangos hier krass sind, aber dass sie so gut sind, hätte ich auch nicht erwartet. Heute geht es aller Voraussicht nach zu einem, ich glaube sogar religiösen Ritual. Es könnte ziemlich blutig werden. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich muss dazu 1 Stunde raus aus Lahore fahren. Irgendwo auf einem Dorf soll das sein. Ich werde eventuell mit ein paar Leuten hier aus dem Hostel dahin gehen. Ich kann euch tatsächlich noch gar nicht so viel dazu sagen. Ich weiß nur, dass es Ashura heißt. Ich wollte euch noch eine kleine Roomtour geben, denn ja, hier ist mein Bett. Ist jetzt nicht gerade so aufgeräumt, aber ich habe einen eigenen Ventilator. Es ist trotzdem super warm hier drin. Ich bin übrigens im Lahore Backpackers Hostel. Ich hatte die erste Nacht sogar ein Zimmer mit Klimaanlage. Ein ganz eigenes Zimmer für mich. Hat aber 15 € die Nacht gekostet. Das war mir ein bisschen zu teuer. Jetzt bereue ich es ein bisschen, denn ja, hier bezahle ich zwar nur 5 €, aber es ist unmenschlich warm und ich muss in Boxershorts schlafen. Und ich zeige euch nochmal hier generell das Hostel so ein bisschen, denn man hat hier richtig gute Aussicht über, sage ich mal, die Skyline von Lahore. Denn wir sind hier direkt auf dem Dach eines Gebäudes. Ich zeige euch das mal direkt. Das Hostel ist übrigens ziemlich zentral gelegen, nur 1,5 Kilometer von der Altstadt entfernt. Da werde ich dann in den nächsten Tagen hingehen, denn da gibt es einiges richtig Cooles zu sehen. Wie ihr seht, hier auf den Straßen ist gerade einfach nichts los. Sonst sind die wirklich voll. Also die nächsten Tage werdet ihr dann wieder sehen, wie es hier normalerweise aussieht. Das ist absolut kein Vergleich. Ja, und es ist ein bisschen schwierig, hier Essen zu finden, erstmal, weil in Pakistan ist es so, dass hier zum Beispiel dieses Viertel nur komplett Elektroartikel verkauft werden und kein Essen. Deswegen muss ich so in die Richtung gehen, circa 10 Minuten, und da gibt es dann endlich was zu essen. Richtig günstig, da war ich gestern schon, das war lecker. Und da werde ich mir noch ein kleines Eis holen, denn ich habe super Hunger und mir ist super warm. Also optimal. Also let's go, Leute. So Leute, ich bin jetzt hier bei dem gleichen Stand, wo ich gestern Morgen schon war. Habe mir wieder Paratha bestellt, also Brot und ein Spiegelei, hoffentlich diesmal nicht scharf, denn ja, gestern war es unermesslich scharf. Ja, und ich bin jetzt hier mit David aus der Schweiz. Wir haben uns im Hostel kennengelernt und sind heute wahrscheinlich noch ein bisschen länger zusammen unterwegs. Genau, er hat jetzt auch Essen aufgetischt bekommen, weil die Leute hier nicht so gut Englisch sprechen, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Ich habe es auch auf Urdu übersetzt, aber so ganz kam es nicht an. Genau, und dazu haben wir jetzt hier noch einen Chai. Der ist auch richtig gut. Also pass auf, dass du dich nicht verbrennst. Ja, und dann lass uns mal schmecken. Wir haben gerade aufgegessen und schaut mal, wer sich hier zu uns gesetzt hat. 2 nette Polizisten. Say hello. And here. Yeah, very nice to meet you. Thank you. Ja, wir sprechen hier so ein bisschen über Pakistan. Und hier ist sogar noch der kleine Sohn. Ja, wir sitzen jetzt hier noch ein bisschen zusammen. Mal schauen, wie lange, denn wir werden hier noch gerade belagert mit Fragen zu Pakistan und generell, wo wir noch hinreisen wollen und sonst was. Also mega nette Menschen, die haben sich einfach hier zu uns gesetzt, als wir hier saßen, ohne zu fragen. Ja, und jetzt gucken ja auch schon ein paar Leute hier vom Restaurant, wo wir gerade gegessen haben. So, ich bin jetzt gerade wieder am Hostel angekommen. Das war auf jeden Fall schon wieder so eine zufällige, lustige Situation. Das kann einfach nur passieren, wenn man
mega spontan unterwegs ist. Ich habe ja David auch gefragt, ob er einfach Lust hat, mit zum Frühstück zu kommen, weil er hat eigentlich schon gegessen. Und dann kamen 2 Portionen zu essen und das fand er auch gar nicht so schlecht. Und letztendlich war es dann doch ziemlich cool. Dann kamen irgendwann die Polizisten dazu. Die Polizei hat uns beide zum Essen eingeladen. Das kann wahrscheinlich echt nur in Pakistan passieren. Also mal wieder eine Sache mehr, die für Pakistan spricht. Also ich kann euch wirklich nur empfehlen, hier mal herzukommen und euch das anzuschauen. Es ist auf jeden Fall alles sehr, sehr sicher, weil das ja auch mal ein Aspekt ist, den ich hier oft gefragt werde in Pakistan. Dazu werde ich auch noch mal ein eigenes Video machen. Ich habe jetzt noch 2 Stunden, bis wir zur Ashura-Zeremonie fahren. Da bin ich mega gespannt drauf, wie das wird. Und bis dahin werde ich mich noch mal ein bisschen abkühlen, denn mir laufen jetzt schon wieder die Schweißperlen nur davon, dass ich mir gerade das T-Shirt ausgezogen habe. Super krass. Wir sehen uns dann im Auto zum Ashura wieder. Nachdem wir dem Dorfältesten vorgestellt wurden, mit ihm zusammensaßen und seine Genehmigung bekamen, bei der Zeremonie dabei sein zu dürfen, fuhren wir weiter. Als wir ankamen, begrüßte uns einer der bekanntesten Imame Pakistans, erzählte uns über die Tradition des Ashura und führte uns zum Ort des Geschehens. Ashura ist der 10. Tag des Muharram, des 1. Monats im islamischen Kalender und wird weltweit von Schiiten gefeiert. Sie alle gedenken dem Imam Hussein, der vor vielen hunderten Jahren bei der Schlacht um Kerbala im Irak als Märtyrer starb. Er war der Enkel des Propheten Mohammed und stellt für viele Schiiten eine sehr wichtige Rolle in ihrer Religion dar, weshalb viele seine Leiden nachempfinden wollen. Wer von euch schwache Nerven hat, sollte das Video ca. 1 Minute lang vorspulen. Ich finde es sehr wichtig, alle Geschehnisse auf meinen Reisen so ehrlich und offen wie möglich mit euch teilen zu können und auch wiederzugeben. Dementsprechend findet ihr auch einen Erfahrungsbericht am Ende des Videos. Assalamu alaikum. What's your name? David, David, where are you from? Switzerland. Switzerland, nice to meet you. Nice to meet you too. Switzerland too? Germany, wow. All things are belonging to peace. Oh Gott, Leute. Yeah. Also a little bit, Yeah. tough. But please, you keep tomorrow passport with you. So, wir sind jetzt nach dem Essen und der Zeremonie endlich wieder im Hostel angekommen. Ich erzähle euch natürlich später nochmal genauer, wie das so alles für mich war. Jetzt erstmal die Anprobe von meiner Local-Kleidung. Ich bin super gespannt. Und wie versprochen teile ich natürlich jetzt auch noch meine Gedanken und Emotionen zum heutigen Ashura-Fest mit euch. Es war auf jeden Fall ein mega ereignisreicher Tag und ich bin auch wirklich super, super platt und muss das Ganze auch erstmal verarbeiten. Aber das, was ich jetzt so mitbekommen habe, kann ich euch auf jeden Fall schon mal mitteilen. Ich wusste nämlich am Anfang des Tages noch gar nicht, ob ich wirklich zu diesem Fest mitkomme. David hatte mich halt gefragt, ob ich mitkommen will und ich war so, naja, weiß nicht, weil ich noch nicht so viele Informationen hatte, denn das hat der Hostelbesitzer organisiert für insgesamt 20 US-Dollar, also umgerechnet so 17, 18 Euro. Ich blende euch das hier unten nochmal ein und dachte mir so, naja, ist das Geld wert und wir fahren so weit raus aus Lahore, was letztendlich aber gut war, weil ich gar nicht wusste, dass Ashura auch extrem anschlagsgefährdet ist. Denn etwa 15% der Muslime weltweit sind Schiiten und einige davon natürlich auch in Pakistan. Deswegen wird hier auch Ashura gefeiert. Wie gesagt, nur diese kleine muslimische Minderheit feiert das auch genauso mit dieser Selbstgeißelung und so weiter in verschiedenen Formen. Tritt es im Irak, Iran und eben auch in Pakistan, Afghanistan auf. Und so wie wir es gesehen haben mit Klingen an so Ketten, ist es ziemlich weit verbreitet. Und als ich dann angekommen bin, hatte ich direkt so ein ganz, ganz komisches Gefühl, weil ich mich sehr, sehr eingeengt gefühlt habe, weil
tausende Menschen auf den Straßen waren. Das war so krass und es war ein wirklich, wirklich kleines Dorf. Heißt, aus allen umliegenden Dörfern sind die Menschen dorthin gekommen. Und wir wurden natürlich umringt von hunderten Menschen und auch angefasst und begrüßt und es ist alles super nett gewesen. Einerseits natürlich so ein bisschen Angst, weil extrem viel Polizei dort war, Militär mit riesigen Maschinengewehren und die Straßen sind versperrt gewesen und ja, das gibt einem natürlich irgendwie auch Gefühl von Sicherheit, andererseits irgendwie auch nicht, weil man weiß, okay, das könnte sein, aber deswegen sind wir ja gerade auf das Dorf rausgefahren. Denn viel, viel krasser ist das Ganze noch in Städten wie Lahore, wo wir jetzt hier immer noch gerade sind und morgen wollen wir ein bisschen durch die Stadt, vor allem durch die Altstadt und wir wissen gar nicht, wie das wird, ob wir da überhaupt durchkommen, denn wir wollen uns noch ein bisschen was hier anschauen. Naja, lassen wir uns mal überraschen, aber auf jeden Fall war das super überfordernd, als es dann ganz plötzlich losging. Die Menschenmassen drängten sich um die Gläubigen und haben zugeschaut und gesungen und überall spritzte das Blut rum. Ich habe das dann auch, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, irgendwie auf die Kamera bekommen und auf die Klamotten. Deswegen habe ich mich jetzt erstmal umgezogen. Dennoch war es auf jeden Fall sehr interessant, das mitzubekommen, denn wann bekommt man mal so einen Einblick in die Kultur? Es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, das Ganze mitzubekommen und dennoch einfach ein beklemmendes Gefühl, der Lage sozusagen ausgeliefert zu sein, auch wenn ich mich der Situation freigestellt habe. Ja, deswegen haben wir dann auch irgendwann abgebrochen. David hat es auch gereicht und wir wollten dann einfach nur noch zurück ins Auto. Haben dann noch ein paar frische Früchte gekauft zur Beruhigung, waren noch essen und dann sind wir auch zurück nach Lahore gefahren. Aber dennoch, ich respektiere jede Religion, wie ihr wisst. Ich bin sehr, sehr offen und finde es extrem wichtig, möglichst viel in einem Land mitzubekommen. Ashura war jetzt sowas, was spontan dazu kam, denn ich habe davor noch nie davon gehört, kann aber auf jeden Fall jedem empfehlen, das mal mitzuerleben, um auch die Religiosität von Menschen einfach viel mehr erleben zu können, was ich einfach sehr beeindruckend finde. Und ja, das ist, glaube ich, auch genug, was ich zum heutigen Tag sagen will. Dann will ich erstmal schlafen gehen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Ich habe mir mega viel Mühe gegeben, das Ganze auch noch irgendwie für euch festzuhalten, was in der Situation wirklich nicht einfach war. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr hier in der Mitte des Displays meinen Kanal kostenlos abonnieren und ihr verpasst keine Reisevideos mehr. Links und rechts davon verlinke ich euch einmal meinen letzten Weltreise-Vlog und meine ganze Weltreise-Video-Playlist mit allen Videos meiner bisherigen Weltreise. Schaut auf jeden Fall vorbei. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.